Ich bin wahnsinnig dankbar, was aus dieser kleinen Idee von mir damals vor 5 Jahren geworden ist. Ich hätte das nie für möglich gehalten, was daraus entstehen kann. Ich hatte schon immer den Traum, irgendwie mein eigenes Radteam zu gründen. Aus diesem ganzen Mist, der da eigentlich passiert ist, irgendwie was Schönes zu machen. So hat eigentlich alles angefangen. Hi, ich bin Martin und das ist die Geschichte vom Team Supercool. Angefangen hat alles im Jahr 2020, als ich mich von meiner Ex-Freundin, meiner damaligen, getrennt habe, was mich in eine so starke depressive Phase geschickt hat, die ich so noch nicht kannte. Ich hatte vorher schon mit Depressionen zu tun, aber nicht in dem Ausmaß. Das wurde dann irgendwann so schlimm, dass ich in eine Klinik eingewiesen werden musste. Ich hatte noch dazu versucht, diese Depression mit Alkohol zu therapieren, was der wildeste Ansatz aller Zeiten war. Ich habe also dann nicht nur eine Therapie dort gemacht, die über 6 Wochen ging, sondern auch einen Entzug. In der Klinik hat man unheimlich viel Zeit, über Dinge nachzudenken, über sein Leben nachzudenken und was man mit diesem Scherbenhaufen, der da vor einem liegt, anfangen möchte. Ich hatte schon immer die Idee oder den Traum, irgendwie mein eigenes Radteam zu gründen. Ich bin vorher in einem italienischen Fahrradteam gefahren und vorher auch in anderen und habe mir so ein bisschen da, ich sag mal, das Handwerk da angeguckt, wie sowas abläuft und dachte, ja, das ist es eigentlich. Habe das so ein bisschen dann als Anlass genommen, aus diesem ganzen Mist, der da eigentlich passiert ist, irgendwie was Schönes zu machen. Jedenfalls ging es am Ende dann irgendwie darum, für die ganze Geschichte noch einen Namen zu finden. Und um mich auch so ein bisschen bei der Ex-Freundin damals zu entschuldigen, ihr zu zeigen, dass ich darüber nachgedacht habe, über diese Sachen, habe ich überlegt, wie kann man das Team nennen. Und ihr Instagram-Name war damals Aline van der Cool. Und da habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas aus dem Cool machen. Und so kam es eigentlich zu dem Namen Supercool. Und so hat eigentlich alles angefangen. Nach der Corona-Pandemie war alles anders und es gab nicht mehr so große Teams, die von großen Marken gesponsert wurden. Und es gab da so ein bisschen so eine Lücke. Und das habe ich einfach als unsere Chance gesehen, World Tour, Rennrad-Profi-Niveau bei uns in die Fixie-Szene zu bringen. Für mich war es einfach auch so ein bisschen so ein kreatives Outlet, meine Ideen da irgendwo umzusetzen, egal ob es jetzt beim Trikotdesign oder bei der Autobeschriftung ist. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, und aufgrund der Corona-Pandemie ist damals auch so ein bisschen die ganze selbstorganisierte Szene in sich zusammengebrochen. Die Rennen sind weniger geworden und wir haben uns damals überlegt, was kann man machen, um da auch wieder was zurückzugeben und haben uns dann entschieden, ein eigenes Rennen zu machen. This is Supercool Crit 2025. Wir machen das jetzt mittlerweile im 4. Jahr.
Es ist unheimlicher Stress auch einfach immer, aber es macht auch unheimlich Spaß. Ja, und bei so einem großen Event, da gehören einfach sehr viele Leute dazu, die das möglich machen, die das mit auf die Beine stellen. Da rede ich jetzt nicht von den Fahrern, sondern eher von denen, die da so ein bisschen im Hintergrund agieren. Sei es eine Pia, die mit ihren Fotos irgendwo diese wunderbaren Momente, die da entstehen, einfängt. Oder eine Antonia, die mit dem Handy die Behind-the-Scenes-Videos filmt und schneidet, die immer wie so ein unwirklicher Fiebertraum wirken, aber eigentlich immer ganz witzig sind. Oder eine Jule, die sich da die Nacht zuvor noch hinstellt und Bananenbrot backt, damit die Leute da irgendwo was im Magen haben. Es gibt auch noch viele andere Menschen, die das möglich machen, die da mithelfen. Und ohne die wäre das einfach nicht möglich. Das langfristige Ziel mit dem Team Supercool ist natürlich, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, die Fixed 42. Dafür braucht man ein starkes Team. Ich glaube, wir haben dieses Jahr ein mega starkes Team. Wir haben den André, der jetzt schon ein paar Jahre bei uns dabei ist, aus Kassel. Wir haben Matthias und Marcel, die kommen beide aus Leipzig, sind beide Nationaltrainer. Wir haben den Luca, der ist ganz neu dieses Jahr dabei. Der fährt so ein bisschen Gravel- und Rennradrennen nebenbei noch. Und wir haben die Selina, unsere kleine Rakete aus der Schweiz. Die ist ja auch noch neu dabei, den Franz Schiever. Das ist ein ehemaliger Europameister auf der Bahn. Ja, und meine Wenigkeit. Der da jetzt nicht mehr ganz vorne mitfährt, aber den lustigen Haufen zusammenhält irgendwo. Und aufgrund der Tatsache, dass dieses Jahr das Team so stark ist, haben wir uns gedacht, warum dann nicht in Magdeburg bei Rund um den Dom auch die inoffizielle deutsche Meisterschaft mitfahren und als großes Ziel auch ausgeben, die zu gewinnen. Ja, an so einem Renntag kommen meistens Antonia nicht zuerst an, weil wir das Zelt im Auto haben und das erstmal aufbauen müssen. Die Fahrer trudeln dann Stück für Stück ein. Da die ja alle aus unterschiedlichen Städten in Deutschland kommen, ist das immer so ein bisschen unterschiedlich. Und dann geht es eigentlich schon los mit Stadtunterlagen abholen. Das mache ich meistens für alle, weil das irgendwie einfacher ist, als wenn da jeder einzeln losrennt. Also, wir sind heute hier in Magdeburg. Heute gibt es das Rennen rund um den Dom. Das ist die Startnummer. Und so in 2,5 Stunden geht's los. Jetzt wird noch was gegessen und noch ein bisschen rumgealbert und dann wird es warm gefahren und dann geht's los. Dann hat jeder eigentlich so ein bisschen seinen eigenen Ablauf bis zum Start. Es gibt Leute wie Matthias, der sitzt bis 5 Minuten vor Start in seinem Liegestuhl und macht gar nichts. Ich wiederum könnte am liebsten schon eine Stunde vor Start mit allem fertig sein. Ich bin da ganz anders gestrickt irgendwie. Und so bereiten sich eigentlich die unterschiedlichen Charaktere auf den Start vor. Also, wir haben es jetzt 50 Minuten circa vor Rennstart und die Herrschaften da drüben fangen jetzt an zu überlegen, welche Übersetzungen sie hier fahren. Das heißt, sie müssen jetzt den Gang umbauen, möglicherweise das Kettenblatt und das Ritzel hinten. Sie könnten sich jetzt keinen besseren aussuchen, außer Marcel, der hat das voll im Griff, aber es wird knapp. Matze. Danach gibt es eigentlich nur noch mal eine kurze Teambesprechung, wo es so ein bisschen um die Taktik im Rennen geht, wie wir da fahren. Lang, also wenn du es clever als Team fährst, ist es halt hart für die anderen, weil du dort halt lang hochfahren kannst. Ich würde es vom Rennen her abhängig machen, wie es mir geht, wie meine Beine sind, ob wir auf Endspurt fahren. Ja.
Wir müssen nur clever fahren, nicht dumm attackieren, auch mal die Hinterräder nutzen. Aber wie gesagt, entweder zünde ich halt eine Attacke, wenn ich wirklich mich danach fühle. Ja. Die kommt dann auch richtig. Bam! Nach der Teambesprechung geht eigentlich jeder Fahrer irgendwie noch mal so kurz in sich, atmet noch mal 3-mal tief durch und dann ist Go-Time. Ja! Das Ziel ist geschafft. Ich bin wahnsinnig stolz auf das Team. Ich bin wahnsinnig dankbar, was aus dieser kleinen Idee von mir damals vor 5 Jahren geworden ist. Ich hätte das nie für möglich gehalten, was daraus entstehen kann. Ich bin den Leuten dankbar, die das möglich machen. Ob das Sponsoren sind, ob das Freunde, Helfer, Fahrer, alle sind. Was nächstes Jahr passiert, weiß ich nicht. Aber der Traum, Weltmeister zu werden, bleibt. And I been on this long road, still riding through all of these potholes, won't faze me. All this gon' make me. I'm not here for long, I'll be on the go. Figured I just put it in a song while I'm on the road. Back in school, see, I was never smart, never on the road. I stayed in my lane and played my part, now I'm ready for it. I'll still play with no lose. Look at all we been through. Now I gotta see it through.